Unser Biwakflug-Abenteuer geht weiter. Wir haben einen neuen Plan und einen neuen Startplatz. Hello again! Das ist die 4. Folge vom Biwakfliegen mit dem Benz. Wenn du die ersten 3 Folgen noch nicht gesehen hast, dann kannst du das hier gerne nachholen. Du kannst aber auch ganz gut mit dieser Folge einsteigen, weil das ist gewissermaßen ein neuer Anfang. Jedenfalls sind wir jetzt gerade auf dem Startplatz Les Pléiades oberhalb von Montreux und unser Plan ist es, innerhalb der nächsten 3 Tage an den Thunersee zu kommen. Ein freundlicher Local hat mir dann gerade noch den Schirm aufgetan. Es scheint mir eine recht coole Community zu haben an diesem Startplatz. Jetzt sind wir recht spät gestartet, das war in dem Moment schon 2:30. Einerseits ist das halt der Weststartplatz und die funktionieren halt einfach erst später. Andererseits ist es uns in dem Moment auch wesentlich wichtiger gewesen, jetzt nicht abzusaufen, als irgendeinen Rekordflug zu machen. Jetzt müsst ihr euch aber im Fall noch schnell die Aussicht reinziehen. Irgendwie so fast direkt am Genfersee zu fliegen ist einfach schon noch etwas Geiles, oder? Benz von Georg, ich bin jetzt gerade über die Hügelkette angekommen und es steigt feierlich geil. Ich fliege jetzt mal noch über den Startplatz, solltest du mich sehen, relativ hoch, ich bin jetzt auf 1480. So, da ich bin jetzt gestartet an Les Pléiades. Uiuiui. Ganz so ruhig ist es nicht, aber es ist sehr schön, es funktioniert sehr gut. Wir haben lange gewartet. Vielleicht sogar schon fast ein bisschen zu lang, aber ich glaube, das ist ganz okay. Jetzt ist der Benz da noch unten. Der startet jetzt nächstens mal. Und dann schauen wir, dass wir beide hochkommen. Und dann können wir weiterfliegen. Das wäre das Ziel. Jetzt bin ich wieder unter der Krete. Ganz einfach ist es nicht. Da weiter raufzukommen, aber absaufen tut man nicht. Glaube ich einmal. Jetzt wird gar nichts mehr steigen. Ich bin verkrampft, das ist ein Scheiß. Entspannerisch. Ich habe wirklich ein bisschen viel Angst vor dem Absaufen. Der Benz hat die Sache dann deutlich effektiver gelöst. Und dank seinem Schlauch haben wir dann schon gleich eine Höhe gehabt zum Losfliegen. Juhu! Ja, Benz, das ist glaube ich der beste Schlauch, den ich seit einer Zeit hatte, oder überhaupt hatte. Die Frage ist, ob wir aus dem losziehen. Hier haben wir jetzt so weit aufgedreht, wie der Schlauch ist gegangen. Über dem tiefen Hügel vom Startplatz war das aber noch nicht so wahnsinnig hoch gewesen. Aber mit dieser Höhe haben wir jetzt am nächsten höheren Hügel gleiten. Und nach ein bisschen Suchen haben wir dann dort so einen richtig geilen Schlauch ausgegraben. An dieser Stelle hatte ich jetzt das Gefühl, der richtig gute Schlauch müsste doch eigentlich eine Hauptkrete vorne ablösen. Aber mit dieser Höhe und diesem Windversatz ist das fast unmöglich zum Abschätzen. Und während meine Theorie nicht so ist aufgegangen, hat es der Benz eben ein bisschen gescheiter gemacht. Ich habe zwar hier nochmal einen Schlauch gefunden, aber für die Querung auf Grand Viard hätte ich wirklich gerne an die Basis aufgedreht. So, da! Wir haben es so ziemlich geschafft, mal noch herzukommen. Ich fliege jetzt zum Molaison hinten. Der Benz ist schon auf 3,3 oben. Ich habe es gerade noch nicht so geschafft, raufzukommen. Aber das sollte jetzt hier eigentlich gut gehen. Dann geht es weiter. Es ist verdammt schön, die Gegend. Du siehst, wo wir gerne versehen. Das ist geil. Jetzt hoffe ich einfach, ich komme hier einigermaßen anständig um. Es ist ein bisschen blöd für den Benz. Aber hier haben wir schon mal leicht steigen. Oder noch nicht mehr. Stattdessen ist es dann zuerst mal noch ein bisschen turbulent geworden. Uiuiui. Fuck! Ist jetzt nicht mehr lustig hier? So, beim Molaison geht es verdammt zur Sache. Wir haben jetzt die Kiste fast verräumt. Ich hoffe, ich komme hier rauf. Ja, aber ich denke, es geht schon. Also, wir werden wahrscheinlich trotzdem noch Anschluss finden. Mal schauen. Ich muss mich jetzt auf das Fliegen konzentrieren. Ja, Molaison gibt vor Schlauch verwünscht. Es geht weiter. Also, du kannst dir gerne schon überqueren, falls du nicht schon dran bist, gell? Ja, dann schauen wir doch mal, was der Benz in der Zwischenzeit so gemacht hat.
Ja, also bei diesem Funkspruch war er natürlich schon längstens mitten auf der Querung gewesen. Eieiei! Komm, ich gehe wieder raus. So, Ben, es war zwar ein verdammtes Gewichs, aber jetzt bin ich Anfang auf 2,59. Ich fange jetzt die Querung gar nicht, dass ich noch in den Luftraum reinfliege. Ja, also die Thermik war jetzt wirklich einfach jenseits turbulent gewesen. Und ich habe es im Fall schon viel erlebt, dass der Molaison im Verlauf des Nachmittags irgendwann so richtig ungemütlich und mühsam wird. Aber immerhin war die Thermik hure stark und hat mich in no time an die Basis aufgebracht. Und gerade noch schnell zum Thema Luftraum. Wir sind ja hier eigentlich zwar in den Alpen, aber luftraumtechnisch sind wir eben gerade hart auf der Grenze zwischen Jura und Alpen. Überall links von dieser Linie ist die Obergrenze eben 30-50 und nicht wie rechts und in den Alpen sonst normalerweise 3,59. Und wie ihr vielleicht vorhin gesehen habt, hat es mir dort ein paar Meter reingezogen. Fuck, es zieht mich irgendwie weiter rauf. Die paar Meter sind jetzt zwar kein Weltuntergang, aber da hätte ich definitiv früher aufhören zu drehen. Ich fliege jetzt direkt Grand Via Startplatz an und komme dort wahrscheinlich recht hoch an. So, jetzt sind wir hier über Grand Via. Jetzt habe ich hier eine andere Route geflogen und der Benz ist da plötzlich viel tiefer unter mir, so wendet es sich plötzlich wieder. Es ist hure verblasen hier. Die Thermik ist nicht wirklich schön, aber irgendwie geht es. Ich hoffe, der Benz kann sich dort unten ausgraben. Aber ich habe das Gefühl, der kommt irgendwie höher. Ich habe jetzt hier 3 aus dem Jura-Bereich raus, wo man nur bis 30-50 darf. Das ist nämlich beim Molaison noch drin. Jetzt schauen wir mal, wenn der Benz noch raufkommt, dann könnten wir noch auf Charme fliegen. Ausser die bis dann auch wieder abgesoffen. Aber hier müssen wir schnell aufeinander warten, weil wenn jemand nicht raufkommt, dann geht es nicht. Weil wenn jetzt hier jemand weiterfliegt und der andere kommt nicht rauf, dann sind wir in einem verschiedenen Tal und dann sehen wir uns nie mehr. Irgendwie habe ich mein Steigen verloren und finde so gerade nicht mehr. Aber falls der Benz nächstens raufkommt, kann ich dann in seinen Schlauch rein. Ja, die Schläuche sind rar und funktionieren halt nur die guten, weil die anderen versetzen den stark. Aber sonst, wenn es nicht geht, dann können wir da vorne Kreta neu über Topland, das wäre auch schön. Und wenn es noch geht, dann können wir noch auf Charme. Tja, an dieser Stelle ist mir die 360-Grad-Kamera mal wieder ausgestiegen. Ich habe aber für den späteren Verlauf des Videos noch relativ viel Frontkameramaterial. Und hier sind wir jetzt endlich beide so richtig raufgekommen. Und ich meine, so hohe Basis gibt es hier eigentlich selten. Und je höher die Basis, desto weiter auseinander sind halt Thermikschläuche. Aber wenn man dann mal einen hat, dann geht es für richtig geil rauf. Und mit 3'500 über Grand Via, das ist ja eigentlich völlig absurd. So haben wir jetzt einmal mal easy peasy Querung auf Charme in Angriff nehmen. Jetzt haben wir einfach beide schon unsere Geschichte mit Charme. Ich bin gerade nicht sicher, ob ich überhaupt schon jemals die Charme bin durchgeflogen, ohne eine riesige Baustelle zu haben. Wegen dem kann ich hier auch sehr gut nachvollziehen, dass der Benz an die linke Rippe geht, weil in der Regel kommt man einfach nicht genug hoch an, für an rechten direkt anzuhängen. Hallo. Hat jemand von euch schon mal den Genfersee, den Greyetschersee und den Schwarzsee gleichzeitig gesehen? Der Luxus von dieser Höhe hier ermöglicht einfach eine Wahnsinnsaussicht. Das ist der Hammer. Nur leider kann ich euch das nicht zeigen, weil meine 360-Grad-Kamera nicht mehr läuft. Ich muss hier gerade noch ein bisschen warten, der Benz kommt da unten. Er hat halt einfach ein bisschen schwächeren Schirm und kommt da an und dann gibt es mehr zu kämpfen. Aber er hat schon wieder einen geilen Schlauch ausgegraben, das ist der Wahnsinn. Wir kommen heute noch weit. Es läuft einfach wie gestört. Es ist einfach schon die Frage, was wir nachher überhaupt noch machen wollen, weil es läuft einfach nicht gut. Leider ist die Kamera hinten gelaufen. Aber hier ist mir einfach zu bewegte Luft, für dort etwas zu basteln. Vorhin hatte ich da 5,5 Meter integriert, das ist einfach absurd. So einfach war Charme für mich noch nie. Da wollen wir Valalp Topland und dort übernachten.
Oder Menschen werden gerade ein bisschen übermütig. Ausfliegen, hä? Aber weisst, es ist auch schon 4:30. Bis wir an Alp sind, ist 5. Ja gut, fliegen wir mal dort vorne, Kaiseregg vorbei und dann Wasserscheide. Mal schauen, ob wir drüber kommen und dann schauen wir weiter. So, Benz ist raufgekommen, wir fliegen weiter. Wenn das auch noch so schliesst, nehme ich das noch. Gut, das hat jetzt gar nichts gebracht. Scheint es mir alles ruhig. Ich hatte da noch schnell probiert, meine 360-Grad-Kamera wieder zum Laufen zu bringen. Aber das hat sich dann auch so ziemlich aussichtslos herausgestellt. Ja, es war schon einfach gegangen, nicht zu kommen. Es ist so geil, so hoch sind wir in dieser Region noch nie geflogen. Jetzt haben wir hier unten Metall. Dann haben wir dort ist schon etwas besser. Jetzt muss ich auch schnell ein bisschen fliegen, es tut doch irgendwas. Aber einfach nicht ins Zimmertal abspülen, dort ist wahrscheinlich brutal leer. Nein, ich gehe nicht ins Zimmertal. Ich meine nur, dass das ein schlechter Plan wäre. Ich gehe hier nur über Kreten. Aufsteigen. Aber ich glaube, es lohnt sich nicht da umweg. Ganz lieber geradeaus. Der Benz ist hier definitiv die geschicktere Linie geflogen. Und ich habe mich dann irgendwie ein bisschen schwer da die Woche und das Gelände in dem gleich einigermaßen starken Wind richtig einzuordnen. Ja, ich checke die Woche gerade nicht, was die sollen. Und so haben wir dann am Funk zwischendurch mal ein bisschen unsere Missverständnisse gehabt. Nicht verstanden? Immer noch nicht verstanden? Du drehst es mit 0,5 ja, das mache ich jetzt den nächsten so gerade, hoffe ich mal. Oder wenn es dort vorne eine Thermik hat, das Ohren zwingst. Was ich nämlich nicht begriffen habe, ist, dass der Benz in der Zwischenzeit schon viel höher war als ich. Und ich bin an dieser Stelle so tief wie schon lange nicht mehr. Come on. Trotz diesem huere schönen Panorama haben wir jetzt gerade eine recht komplexe Windsituation gehabt. Also klar, die Woche schiebt die Zimmertal hinten über die Kette, das ist klar. Vom Wind her. Aber hier oben kommt jetzt noch die Überspülung von Wasserscheide noch dazu. Die Überspülung von Wasserscheide, also. Die Wasserscheide, das ist der Pass hier. Jetzt kommt dort logischerweise von beiden Seiten ein Tal rauf. Und klassischerweise hätten die beide einfach einen ganz normalen Talwind. Jetzt haben wir aber auf der linken Seite deutlich mehr und auch höhere Berge und somit verschiebt uns das ganze Talwindsystem ein bisschen gegen links. Das war jetzt eine starke Vereinfachung. Die alpine Pumpe ist an diesem Ort eigentlich noch viel komplexer. Aber für das Verständnis hier ist das gerade nicht so relevant. Und ich war in diesem Moment schon feierlich verzweifelt an Thermiksuche. Come on, give me a lift, please, please, please. Pretty please. Und ob das glaubst oder nicht, meine Gebete sind erhört worden. Und das war noch einigermaßen wichtig, weil das ist jetzt nämlich der letzte Schlauch, den ich gebraucht habe, um über die Wasserscheide drüber zu kommen. Und in diesem ganzen Stress geht dann häufig auch mal vergessen, wie schön es eigentlich hier aussieht. Uiuiui, das ist eine gute Angelegenheit hier. Benz von Georg, wie weit bist du gerade? Ich habe gerade einigermaßen Flugpoststeigen verwünscht und jetzt auf 2,4. Also von meiner Höhe aus könnte man eigentlich auch schon auf die Stockholm-Kette über den Kumpel schauen, jetzt mal, ob ich hier noch höher komme. Aber wenn nicht, dann würde ich trotzdem dort mal hinterher fliegen. Ich habe das Gefühl, es könnte angenehmer sein dort. Wir haben uns über Funk noch ein bisschen über die Windsituation austauscht, auch in Bezug auf eine allfällige Toplandung später. Ich habe im Moment West-Nordwest. Wie es mal Alp ist, müssen wir herausfinden, ob die Woche steht der doch hinten dran, hinter der Kette. Oh fuck, wir haben jetzt den Schlauch abgestellt. Wir könnten natürlich mal Gornico schauen, vielleicht steigt es dort gut, die Woche dort sieht fantastisch aus, oder? Soll ich dort mal anfliegen? Ich wollte eigentlich beim Gornico Thermik suchen, aber dann kurz nach dem Losfliegen schon hier Thermik gefunden. Und dass der Benz viel höher ist als ich, habe ich zwar in der Zwischenzeit schon mitbekommen, aber gesehen habe ich irgendwie gerade noch nicht. Ah, schau, jetzt sehe ich dich ja wieder. Und endlich haben wir mal wieder zusammen Thermik fliegen. Aber an dieser Stelle haben wir eigentlich schon viel mehr bekommen, als wir jemals gewagt hätten zu träumen.
das ist sehr schön. Von mir aus könnte man jetzt einfach noch ein halbes Stündchen hier über dem Grat rumgondeln, die schöne Stimmung genießen, dann reinlanden. Oder hast du das Gefühl, vom Wind her ist das doof? Nach seiner harten Toplandung am Eckerhorn ist der Benz im Moment verständlicherweise gerade ein bisschen vorsichtiger unterwegs gewesen, was Toplanden und Windsituationen angeht. Ja, das mit tun ist schon eine Option, aber ich bin ziemlich sicher, dass wir dort abstehen würden. Und jetzt, wo alles so perfekt geklappt hat, fände ich es einfach super geil, wenn wir zusammen am gleichen Ort reinlanden könnten. Ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt hier der Kette nachher vorfliegen, dort müssten wir easy mal das Zeug evaluieren, weil da hat es Wölkchen, das soll steigen. Und dann können wir entscheiden, ob es okay ist zum Reinlanden. Nicht ganz verstanden. Wir haben ja am Funk noch verschiedene Optionen diskutiert. Wo genau wir landen oder ob wir allenfalls gleich noch weiterfliegen wollen. Ja, okay, müsste eigentlich auch gehen, ja. Ich bin jetzt einfach hier gerade massiv am Höhe verlieren. Wenn ich über dem Spitzchen nicht aufdrehen kann, dann tendiere ich schon einfach mal reinzulanden. Aber ich glaube, es geht. Fuck, ich habe hier nur ein Sauffeld, man muss es doch raufgehen. Und die ganze Zeit habe ich nicht realisiert, dass der Benz eine deutlich bessere Linie viel weiter aussen ist geflogen. Das hat er mir dann mal am Funk durchgegeben. Ja. Du bist ja viel höher. Und weil ich so viel Höhe verloren hatte und nie einen Steigen gefunden habe, bin ich dann gar nicht ganz sicher gewesen, ob es mir überhaupt auf die Wallhalb zum Toplanden lenkt. Ja, die Höhe lenkt mir für Wallhalb reinzulanden. Ich mache das. Kannst du mir ja mal zuschauen, ob du das so willst. Weil ich habe jetzt sonst nie einen gescheiten Steiger gefunden und bevor ich absaufe, kann ich jetzt einfach hier mal landen. Verstehe ich nicht. Ah, jetzt habe ich weiss, was du meinst, ja. Wieder fein. Du musst einfach wissen, oben hat es viel Wind und hier ist einfach gar keiner mehr. Von dem her gleitet ist viel besser, als du denkst. Hure schön! Nein! Geile Sache! Ich hab das lange eingesprungen, fuck! Gute Landung, das ist cool! Ja! Hey! Hure gut! Ja, es war schön. Ei. Vielleicht wäre es jetzt schon noch weitergegangen. Ja, aber das klappt. Aber jetzt wir haben gewusst, wir können beide zusammen hier landen, das geht. Und ehrlich gesagt, die Chance... Ja, wir hätten es noch auf Interlaken oder über das Aaretal probieren können, aber die Chance, dass wir dort noch einmal hätten können, top landen, ist also sehr klein. Ich meine, weit ist es nicht, streckenmäßig. 50 Kilometer? Ja. Aber das ist gleich geil. Aber es ist einfach eine geile Strecke. Hure abwechslungsreich, ständig wieder in einem neuen Tal. Kilometermässig war das nichts, aber völlig egal. In dem Moment war ich so glücklich wie noch selten in meinem Leben. Und dann haben wir dann festgestellt, dass es ja eigentlich noch gleich viel Aufwind hat. Und der Benz hat dann mit einem mutigen Move herausgefunden, dass es tatsächlich noch soaret. Auf das aber haben wir dann mal eine Runde Gleitschirmroulette gespielt. Okay, was zur Hölle ist Gleitschirmroulette? Also, an einem Ort, wo man soaren und relativ easy top landen kann, an einem Abend, wenn der Wind langsam wie schwächer wird, wie zum Beispiel hier auf dem Wallhalbgrat, kann man das tiptop machen. Dann tut man abwechslungsweise rausstarten, versucht Höhe zu machen und dann wieder reinzulanden. Und nachdem man das ein paar Mal gemacht hat, kommt dann irgendwann der Moment, wo es einem von beiden dann nicht mehr reichen wird, zum Top landen.
Uiuiui, jetzt hätte ich gerade fast meine Schuhe anlegen am Staffeldraht. Und mein Mario spinnt gerade völlig. So, das ist Gleitschirmroulette. Nochmal starten und hoffen, wir können wieder landen. Und wenn der eine nochmal raufkommt, dann muss der andere auch nochmal. Das ist jetzt die zweite Runde. Und ich habe das Gefühl, es könnte mich schon bereichen. Und für die noch nicht ganz sicher sind, ja, der Benz hat das Gleitschirmroulette gewonnen. Meine Landung war deutlich unter dem Wallalpgrad. Ich musste halt wieder rauflaufen. So, heute war mal wieder ein recht schöner Tag. Wir haben eigentlich das, was wir für 2 bis 3 Tage geplant haben, haben wir jetzt in einem gemacht. Und jetzt sind wir auf der Wallalp. Wunderschönen Sonnenuntergang gehabt. Da hinten stehen unsere Zeltchen. Und da kocht es schon. Noch nicht ganz. Da wird jetzt Wasser gewärmt für Pasta. Es gibt heute Abend Pasta zum Nacht auf der Wallalp. Wir sind recht zufrieden. Das einzige Problem ist, wir wissen jetzt nicht mehr, was wir morgen machen sollen. Das wird jetzt noch interessant. Es geht wahrscheinlich irgendwo in diese Richtung da. So. Irgendwo da oder da. Ja, so da, hätte ich gesagt. Mal schauen. Das merken wir dann morgen. Morgen haben wir relativ viel Zeit, weil hier geht es nicht so früh los. Dann können wir ausschlafen, gemütlich zu Mörgeln, Plan machen. Geht's dann weiter? Im Licht von diesem unglaublich schönen Sonnenuntergang haben wir dann noch unsere Pasta verschlungen. Und als es langsam dunkel wurde, haben wir dann noch beobachten, wie der Mond das Stockhorn geht küssen. Und wie in der Stadt Thun die Lichter langsam angehen. So, da, und das hätten wir uns jetzt einfach nicht besser träumen können. Klar, es war gar nicht so ein wahnsinnig weiter Streckenflug, aber das ist in dem Moment auch nicht das Ziel der Übung. Wir hatten ein wahnsinnig geiles Erlebnis und wir sind zusammen am gleichen Ort top gelandet. Noch ein ganz anderes Thema, ich habe jetzt noch ganz neu so ein Rauschentfernungstool entdeckt. Es ist verdammt krass, so mit AI und so, und es bewirkt einfach, dass ich bei Frontkamera eigentlich kein Windgeräusch mehr drauf habe. Manchmal bewirkt es halt einfach, dass meine Stimme so ein bisschen robotermässig tönt. Also falls ihr irgendwie das Gefühl habt, ich sei jetzt heimlich durch einen Roboter ersetzt worden, nein, das ist nur die Rauschentfernung. Und klar, für zukünftige Flüge werde ich dann schon mal noch schauen, dass ich meine Aufnahmetechnik verbessern kann und dort die Windgeräusche ein bisschen reduzieren kann. Aber für die bestehenden Aufnahmen kann ich so halt einfach sehr viel mehr daraus rausholen. Ihr dürft natürlich auch gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Also, hier tue ich euch dann noch die nächste Folge verlinken, sobald sie dann draussen ist, weil das Abenteuer ist nämlich noch nicht fertig. Und bis dann kannst du mal noch das Video hier anschauen oder sonst einfach mal auf meinen Kanal gehen und schauen, was es sonst noch hat. Also, in dem Sinne, gute Nacht und bis gleich. Ciao zusammen.